So Freunde, es geht weiter mit dem ich drucke eine komplette Shisha im 3D-Drucker, Videoserie, Dingsbums. Ich nehme das Video gerade im Anschluss zum ersten Teil auf und wir machen direkt weiter. Heute werden wir anfangen, die ersten Teile zu drucken der Shisha. Ich weiß nicht, wie viel das ich im Zeitraffer filmen kann vom 3D-Druckprozess. Aber wir haben die komplette Shisha jetzt modelliert in CAD und es sollten eigentlich alle Teile passen, alle Gewinde sollten laufen. Die Schliffe funktionieren sehr gut, das haben wir vorhin auch überprüft. Und ja, ich würde sagen, ich drucke mal ein, zwei Teile aus und dann schauen wir, ob das Ganze funktioniert. Ich befürchte, dass der Drucker Probleme haben wird bei den langen Sessions, weil das dauert von 2 Stunden circa beim Tauchrohr bis zu 21, 22, 23 Stunden bei der Bowl und da können einige Probleme auftreten. Aber ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich habe euch hoffentlich gleich den ersten Zeitraffer rein vom ersten gedruckten Teil und dann sehen wir uns wieder, wenn ich was zu zeigen habe und zum Schauen, ob die Teile annähernd funktionieren werden. So, das ging jetzt um einiges einfacher, als ich gedacht hätte. Wir haben jetzt schon wieder den nächsten Morgen. Ich habe einmal Base und Tauchrohr über Nacht drucken lassen und es hat direkt auf Anhieb funktioniert, ohne irgendwelche Fehler. Die Gewinde habe ich auch schon ausprobiert und entschuldigt, im Hintergrund hört ihr vielleicht noch den 3D-Drucker, der ist gerade die Rauchsäule am Drucken, also der kriegt überhaupt keine Pause heute. Also hier seht ihr die Gewinde, sehen auch hier gut aus und in der Base drin sieht eigentlich auch alles sehr, sehr gut aus. Die Ränder sehen schön aus. Hier hat man eine kleine Kante am Rand. Das stört mich aber nicht groß, weil ansonsten sehen die Oberflächen extrem schön und gleichmäßig aus. Und das erste Mal war es jetzt wieder ein minimal schwer, das Gewinde reinzudrehen. Aber jetzt... Es quietscht minimal, aber das Gewinde geht auf jeden Fall rein, es hält. Also ich bin wirklich sehr erfreut, dass das direkt so funktioniert hat. Und wie gesagt, die Rauchsäule ist jetzt gerade am Drucken. Und ich hoffe, dass auch da alles gut gehen wird, weil dann haben wir hoffentlich möglichst schnell eine Shisha, die auch funktionieren wird. Und die wir dann auch gleich rauchen können. Also ich halte euch up to date, wenn die Rauchsäule fertig ist. Es wäre ja zu einfach gewesen und zu schön, wenn das alles direkt auf Anhieb funktioniert hätte. Wir hatten ein paar Probleme beim Drucken der Rauchsäule. Ihr seht hier haben wir zweimal angefangene Stücke. Übrigens, ich habe vorhin, glaube ich, vergessen zu sagen, wie lange das Tauchrohr und Base hatten zum Drucken. Die hatten zusammen so um die 5 Stunden, also ging eigentlich ziemlich flott. Und die Rauchsäule hier war auch auf 3, 4, 5 Stunden, glaube ich, irgendwas um den Dreh rum eingestellt. Ich habe das dann drucken lassen heute Morgen, unterdessen haben wir wieder spät am Abend und ihr seht hier 2 Fehler. Einmal hat sich das Tauchrohr gelöst beim Drucken, da habe ich dann zum das Fixen unten eingestellt, dass es so einen kleinen Boden macht, damit es besser hält. Dann hat es gehalten, aber bei dem hier hat sich wieder oben das Filament verklemmt, also dass kein Nachschub kam, deswegen hat es einfach ins Leere gedruckt und dann hat es aber doch funktioniert. Beim dritten Versuch, ihr seht hier vorne, die Schrift ist jetzt nicht perfekt, aber das ist auch extrem schwierig zum Drucken, weil bei diesen Teilen hier hat es immer keinen Untergrund, also dass das hier so frei schwebt. Und das ist natürlich sehr schwierig zum Drucken für den Drucker, aber ansonsten sieht eigentlich alles gut aus. Auch hier unten die Löcher und das Beste ist, das Gewinde funktioniert auch hier. Man muss immer etwas aufpassen, damit man nicht verkantet, weil die Gewinde nutzen sich natürlich schnell ab, weil die halt aus Plastik sind. Aber das geht hier drauf, schließt sehr schön ab. Hier haben wir eine kleine Unregelmäßigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das in der Bowl drin falsch konstruiert habe, weil sonst sieht es eigentlich immer gut aus. Da muss ich mal schauen, ob das ein Problem wird. Es könnte sein, dass dadurch dann undicht wird da. Das wollen wir natürlich nicht. Aber bis jetzt sieht das eigentlich auch sehr gut aus und ich zeige mal kurz den Zwischenstand hier. Also wir haben jetzt Tauchrohr, Base und Rauchsäule ready und im Moment ist gerade die Bowl am Drucken, die werde ich über Nacht laufen lassen.
weil die dauert, das Programm hat mal gesagt 24 Stunden, vielleicht geht es etwas schneller, wir werden sehen, bis jetzt sieht alles gut aus. Und noch ganz kurz zur Farbkombination, ich werde eine rot-weiße Pfeife machen, ganz die Schweizer Farben am Start hier. Und ja, das heißt, die Bowl wird in weiß und danach wird der Teller hier oben auch in weiß. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn hoffentlich die Bowl komplett und ohne Fehler gedruckt ist. Neuer Tag, neues Glück. Es hat funktioniert, die Bowl hat über Nacht perfekt gedruckt, ohne einen Fehler gehabt zu haben. Hier seht ihr das Meisterwerk, das fertig ist auch als Trommel benutzbar. Aber sie steht, es sieht eigentlich alles sehr schön aus hier, auch das Gewinde da oben kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die einzigen kleinen Schwierigkeiten, die es gaben, waren hier unten. Hier könnt ihr vielleicht sehen, dass es nicht ganz regelmäßig ist. Das liegt halt auch daran, dass das etwas überhängend ist und der Drucker mit diesen Teilen etwas Probleme hat zum Drucken. Und beim Aufräumen gestern habe ich noch das hier gefunden. Das ist von meinen Konstruktionen da die Notizen. Auf jeden Fall extrem wild, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, klickt da oben oder da oben. Da ist er gerade verlinkt. Da seht ihr, wie ich das Ganze hier konstruiert habe. Und an dieser Stelle natürlich freue ich mich auch nochmal über das Abo, Like und Daumen nach oben, wenn euch die Videos gefallen, wie die hier. Aber jetzt kommt der Moment, ich werde überprüfen, ob man die Base auf die Bowl schrauben kann. Wenn das nicht funktioniert, waren 19 Stunden, so lange hat es jetzt am Ende gedauert, um die zu drucken, für nichts. Ich setze es mal drauf und drehe einfach mal. Die ersten paar Mal sind immer etwas zäh beim Reinschrauben. Also da muss man manchmal mit etwas Kraft dahinter gehen und immer wieder etwas lösen und wieder reingehen. So, also es hat funktioniert, die ersten Mal sind immer etwas zäh, aber wenn man da einmal das reingebracht hat, dann läuft es auch. Ihr seht, es quietscht zwar abnormal, aber man kriegt es hier rein, es schließt komplett bündig ab und also es sieht so nice aus. Es sieht richtig nice aus. Ich habe noch zwei kleine Teile gedruckt, hier direkt nach der Bowl, die hole ich ganz kurz. Und das sind ist einmal der Schlauchadapter, der kommt hier oben in die Base rein, das habe ich vorhin auch schon überprüft, der passt sogar sehr gut, also es hat funktioniert, so wie ich das gemacht habe. Der hält auch gut, also der sollte eigentlich auch beim Rauchen nicht rausfallen. Dann ist der drin und dann habe ich noch 6 5 mm Ventilkugeln gedruckt, die sind etwas schwierig im 3D-Drucker. Aber es hat einigermaßen funktioniert und die kann man jetzt einfach hier oben ins Ausblasventil reinmachen. Ich hätte da natürlich auch irgendwelche Stahl- oder Glaskugeln oder so nehmen können, die man kaufen kann. Aber ich will halt die komplette Pfeife aus dem 3D-Drucker machen. Die passen ja auch top rein. Und danach bin ich gespannt, ob man ausblasen kann, weil das habe ich noch nicht probiert. Ich werde jetzt auch noch nicht rauchen. Ich werde sie erst rauchen, wenn sie komplett fertig ist. Aber jetzt kommt hier der hier drauf. So, und dann puste ich mal rein und jetzt sollte eigentlich hier oben Luft rauskommen. Und das funktioniert. Es funktioniert. Da vorne kommt Luft raus, wenn ich auspuste. Die Luft kommt oben rein, wenn ich ziehe. Also ist ziemlich sicher alles dicht. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den Endspurt, machen noch die letzten Teile. Und die Shisha klingt übrigens auch gut. Geil. Ich habe richtig Freude an dem Teil hier. Also wir drucken noch Teller und die Anschlüsse oben, die habe ich noch ganz kurz überarbeitet, damit man den Teller etwas einfacher drucken kann. Habe ich das in 2 Teilen gemacht. Also dass man das auch nochmal zusammenschraubt, weil die Gewinde funktionieren ja, wie wir hier gesehen haben, eigentlich sehr gut. Und ja, dann ab mit dem Zeitraffer und wir sehen uns gleich, hoffentlich, wenn die Pfeife komplett ready und aufgestellt ist. So Freunde, die letzten 3 Teile sind fertig gedruckt. Ich muss mir auf jeden Fall auch noch einen Schlauchhalter 3D drucken, damit ich den Schlauch hier anmachen kann. Wenn ich die Pfeife nicht auf dem Tisch habe, lege ich den einfach runter.
Ich muss zugeben, beim Teller habe ich etwas reingefehlt beim Design. Eigentlich habe ich den am Rand gegen oben gebogen gemacht. Und ich habe auch mit Stützen gedruckt, das könnt ihr hier sehen. Das sind diese kleinen Dinger hier und die sollte man jetzt eigentlich wegnehmen. Ich nehme jetzt wieder mal meine Schraube hier und schaue mal, ob ich die überhaupt wegbringe, weil so ist es einfach ein gerades Stück Plastik. Aber irgendwie, ja, die kommen schon weg, aber jetzt nicht wirklich gut. Ja, wobei, wenn man mal den Anfang hat, kann man das Ganze wegpulen. Ich mache das mal ganz kurz, das wird wahrscheinlich etwas dauern, vielleicht sieht er dann etwas besser aus. So, das hat jetzt einigermaßen funktioniert. Ich bin da mit einem Schraubendreher drunter gegangen, aber eigentlich sollten hier alle von den Netzen weggehen, die hier unten drauf sind. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber jetzt hat man immerhin eine leichte Wölbung drin und das Ganze sieht etwas besser aus, aber ich habe etwas gefehlt beim Design des Tellers. Der ist minimal zu klein, also den werde ich später vielleicht nochmal neu drucken. Aber für den ersten Versuch passt das jetzt so. Der Schlauch verabschiedet sich schon wieder. So. Ebenfalls habe ich den Kopfadapter und den Schliff in die Rauchsäule reingedruckt, auch wieder mit einem Gewinde. Das läuft auch wieder sehr gut, also sehr gut. Für das, dass es Plastik ist, läuft es sehr gut. Und hier kann man jetzt auch, wie gehabt, bei Pfeifen einfach die zwei Teile hier zusammenschrauben. Und dann hat man einen Teller mit Schliff. Natürlich darf man hier drauf keine Kohlen abklopfen. Ich habe das Ganze mit PLA gedruckt. Das ist so das Einsteigermaterial für 3D-Druck und das wird so ab 60 Grad etwas weich. Also vielleicht kriege ich da noch Probleme mit der Hitze, werden wir sehen. Dann können wir das Ganze mit ABS drucken. Das ist derselbe Stoff, mit dem auch Lego gemacht ist, aber damit ist das Drucken etwas schwieriger. Aber nichtsdestotrotz ist die Pfeife jetzt fertig. Wie gesagt, ich habe minimal gefehlt bei der Tellergröße. Aber die Pfeife steht, ist fertig. Ein etwas zu kleinerer Teller, der werde ich vielleicht nochmal neu drucken. Aber an sich bin ich extrem zufrieden, wie das rausgekommen ist. Und ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, bevor wir rauchen, für einen nicen Hookah-Porn von der Pfeife hier. Let's go! So, und jetzt kommen wir zum Moment, wo wir die Pfeife rauchen werden. Und ich habe das erste Video jetzt noch nicht online, das geht ziemlich genau in einer Stunde online. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Rezensionen da. Wahrscheinlich werden einige ausschreiben, es gibt ja online schon Modelle von Shishas, wieso hast du nicht einfach so eins genommen? Ich habe die gefunden, aber die waren mir etwas zu langweilig und nicht so wirklich schön und ich wollte halt das Ganze auch wirklich selber designen. Weil jetzt ist es schon ein extrem geiles Gefühl, wenn man einfach etwas, was man in 3D modelliert hat, am Ende in der Hand hat. Wir wägen die Pfeife noch ganz kurz, weil ich habe das Gefühl, ich habe gleichzeitig gerade noch die leichteste Shisha auf dem Markt mit konstruiert. Die Pfeife wiegt 250 Gramm. Also das ist vergleichbar mit etwa 2,5 Tafeln Schokolade. Das ist wirklich nicht viel, also die wiegt wirklich überhaupt nichts. Huch, jetzt ist der Schlauch rausgegangen. Da kann es natürlich Probleme geben mit Umkippen und so, das ist mir alles bewusst, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich werde jetzt einfach mal Wasser einfüllen. Ich habe hier etwas Wasser vorbereitet. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das da reinkommt. Das sollte wahrscheinlich etwa passen. Ich werde gleich einen Durchzugstest machen. Und da bin ich extrem gespannt, ob die Pfeife dicht sein wird, weil da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher und vor allem, ob das Ausblassystem funktionieren wird mit den verschiedenen Kugeln, die da drin sind. Und jetzt wiegt sie doch etwas schwer. Ich schaue jetzt mal, ob der Wasserstand so stimmt.
Das war auf jeden Fall noch etwas zu wenig. Das war zu viel. Jetzt ist das Ganze perfekt. Es blubbert schön, man zieht kein Wasser hoch. Also ich denke, so wird der Wasserstand passen. Ich kann auch gleich checken, wie viel Milliliter das da reinpassen. Jetzt sind wir etwa bei ziemlich genau 1 Kilogramm mit Wasser drin. Das heißt, genau 750 Milliliter Wasser kommen hier rein. Und ja, dann rauchen wir das gute Stück mal. Ich bin so aufgeregt, ob das funktionieren wird. Ich habe hier eine Kopfdichtung, die könnte man theoretisch auch aus flexiblem Plastik noch 3D drucken. Den habe ich leider nicht hier, kann man vielleicht später mal machen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Kosten, was mich der ganze Spaß jetzt gekostet hat. Also ich hätte mir dafür eine sehr, sehr schöne Pfeife kaufen können auf jeden Fall. Der 3D-Drucker, habe ich gerade gesehen auf Amazon, kostet etwa 260 €. Dann kommt das Filament dazu. Ich würde schätzen, dass etwa 300 Gramm Filament verbraucht wurden insgesamt. Das geht eigentlich nur, das sind so 5 bis 6 € ungefähr. Und dann kommt natürlich noch der Strom dazu, das darf man nicht vergessen. Der 3D-Drucker hat 300 Watt und ich schätze jetzt mal, alle meine Drucks hier haben zusammen wahrscheinlich so grob geschätzt um die 50 Stunden gebraucht. Das sind dann 15 Kilowattstunde. In der Schweiz entspricht das etwa 1,50 € grob gerechnet. Also wenn man den 3D-Drucker mal hat, ist die Pfeife auf jeden Fall nicht mehr teuer. Natürlich noch die gesamte Designzeit und alles. Aber wenn man den 3D-Drucker abzieht, war das eigentlich eine entspannte Pfeife für unter 10 € aus dem 3D-Drucker. Also das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Und dann habe ich meinen Kopf von der anderen Pfeife, die ich bereits geraucht hatte. Der hält auf jeden Fall. Jetzt noch Schlauch rein. Der Schlauchenschluss sitzt auf jeden Fall auch sehr gut. Und jetzt rein da. Und ich nehme den ersten Zug von meiner eigenen designten und ausgedruckten Shisha. Sie funktioniert. Sie funktioniert. Und ich muss sagen, das Rauchverhalten ist auch extrem angenehm. Man hat einen minimalen Durchzug, es ist schön leise wegen dem Diffusor. Also ich bin geflasht. Und jetzt kommt das, was mir am meisten Sorge macht, das Ausblasventil. Ich nehme an, dass es hier unten nicht hundertprozentig dicht sein wird. Ich puste einfach mal aus. Ja, wie gedacht, hier unten ist es nicht ganz dicht. Ich versuche das mal noch einen Ticken mehr reinzuschrauben. Ja, hundertprozentig dicht geht es jetzt leider hier noch nicht, aber ich denke, ich werde die Rauchsäule nochmal ausdrucken, auch dass der Schriftzug etwas besser aussieht und dann ist das Ganze eigentlich ready zum Rauchen und extrem geil. Was ich noch vergessen habe zu sagen, wenn ihr die 3D-Modelle haben möchtet, könnt ihr gerne auf meinen Discord kommen, der ist unten verlinkt, dann kann ich euch die zur Verfügung stellen, falls ihr selber einen 3D-Drucker habt und das weiterentwickeln, ausdrucken möchtet. Und natürlich muss man extrem aufpassen mit den Gewinden, weil die aus Plastik sind, dass man da nicht zu fest dreht, sonst können die kaputt gehen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist eigentlich alles ready, um sich eine Shisha selber drucken zu können. Ich freue mich einfach extrem, dass das funktioniert hat. Dass das Ausblassystem funktioniert, dass die Pfeife dicht ist, einfach, dass alles funktioniert, wie es funktionieren muss. Ich werde dann noch ein paar Langzeittests machen, wo ich testen werde, ob es Probleme mit der Hitze gibt. Vor allem hier oben könnte das ein Problem sein. Aber das Gute ist halt, weil ich die Gewinde drucken kann, kann ich auch einfach einen Metallkopfadapter nehmen, wenn es da oben zu heiß wird. Wo ich die Pfeife sehe, vielleicht zum Mitnehmen auf Festivals oder so, wo Glasverbot ist. Sie ist extrem leicht, schön klein. Raucht sich wirklich sehr, sehr angenehm. Die Stabilität ist, naja, wie gesagt, in ABS könnte man das noch etwas stabiler machen, aber es hält, es funktioniert, es raucht und ich bin einfach nur geflasht, wie das Ganze funktioniert hat und das geile Projekt hier. Das wird auf jeden Fall noch fortgeführt, vielleicht werde ich noch ein paar kleine Upgrades machen und so, vom Design her, vielleicht noch etwas lackieren, wer weiß. Und ja,
Dann würde ich sagen, dann war es mit dem Video. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Support. Wenn euch die Videoserie hier gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, dann kann ich weiter solche geilen Projekte machen und natürlich Mitglied werden, wäre das Tüpfchen auf dem i. Und dann würde ich sagen, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen wunderbaren Rauch und wir sehen uns schon bald im nächsten Video wieder. Haut rein, tschüss!